Streichmaß, Mittenfinder kennt wahrscheinlich jeder, aber kombiniert findet man das beides eher, ich sage jetzt mal eher selten. Dabei wäre das genau in der Werkstatt eigentlich extrem praktisch. Und genau deshalb bauen wir uns heute aus einem einfachen Stahllineal und etwas Restholz ein kombiniertes Streichmaß mit einem Mittenfinder selbst. Mit Magnet, mit Klemmung und natürlich so gebaut, dass das Ganze, ich sage jetzt mal, relativ präzise wird. Und das Beste daran ist, das Projekt ist super einfach, es kostet fast nichts und dürfte für viele von euch da draußen hier ein richtig kleiner praktischer Werkstatthelfer werden. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz, ich bin der Jens und gleich mal eine Frage an euch da draußen, wer nutzt dann so ein Streichmaß oder Mittenfinder und wer kennt auch schon Mittenfinder, die dann schon vielleicht mit einem Streichmaß kombiniert sind? Würde mich mal interessieren und ballert es unten in die Kommentare rein. Und wisst ihr was? Irgendwie mag ich solche kleinen Werkstatthelfer, die so schnell, relativ schnell gebaut sind und die so gut wie nichts kosten. Also sowas gefällt mir echt gut. Problem daran ist nur, die Videos sind dann doch relativ kurz. Also muss ich mehr reden. Spaß beiseite. Nein, wir legen jetzt gleich mal los mit unserer Bauanleitung. Was ich hier verwenden werde, das ist so Buche-Restholz, so Leimholz, das reicht schon, das ist ganz hart, ehrlich gesagt. Und daraus werden wir unseren Mittenfinder-Streichmaß-Kombination werden wir uns daraus bauen. Was wir dazu benötigen, Restholz könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Umso härter natürlich, umso besser. Dass es auch länger hält von dem her. Und wir brauchen natürlich ein Stahllineal. Das werde ich euch natürlich unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Auch dieses Streich mache ich hier. Schaut da einfach mal drauf. Und sowas brauchen wir natürlich. Das sind mal die Hauptgrundvoraussetzungen dafür. Mehr brauchen wir gar nicht. Doch einen kleinen Magneten und noch eine Mutter. Wie gesagt, das ist Buche-Leimholz. Da werden wir jetzt diese Restplatte einfach verwenden. Ist Restholz. Meine Wunschbreite von diesem Teil wird sein 130 mm, also werden wir uns mal zwei solche Klötze rausschneiden. Einmal 130 mm auf 65 mm und das werden wir uns jetzt einfach mal passend zwei Stück zusägen. Zwei exakt gleiche Teile haben wir jetzt rausgesägt und die werden wir jetzt miteinander verkleben. Warum verkleben? Das erkläre ich euch gleich, was wir denn nämlich machen. Dann nehmen wir jetzt einfach ein beidseitiges Klebeband und kleben das einfach mal zusammen und dann machen wir weiter. So hält und passt. Jetzt werden wir uns die Mitte anzeichnen. Bei mir in dem Fall, ihr könnt es natürlich bauen, in welcher Größe ihr wollt, sind 6,5, 65 mm, praktisch die Hälfte hier. Und dann werde ich jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal 2,5 nach oben messen, 25 mm nach oben. So, bis dahin soll unsere 90 Grad Winkel gehen. Deshalb werde ich das Ganze mal hier so anzeichnen, diese Spitze. Jetzt werden wir unser Winkeldreieck nehmen und werden da einen Winkel ziehen. So, wo sind wir denn? Auf der Seite wollen wir runter. Ja, machen wir so rum. Ist einfacher. So, jetzt ziehen wir mal von da oben, da bis dahin. Ziehen wir mal unseren Winkel runter. So, das müssten jetzt theoretisch ca. 2,5 sein. Jawohl, passt sogar 2,5 auf jeder Seite. So schaut unser Winkel jetzt aus, den wir aussägen werden mit der Kapp- und Gärungssäge. Werde ich natürlich jetzt machen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr so eine tolle Vorrichtung habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit der Japansäge, wenn ihr das schafft, natürlich richtig schön nach unten aussägen, dass wir hier absolut den 90 Grad Winkel hier haben. Aber wie gesagt, ich gehe an die Kapp- und Gärungssäge. Warum mit der Hand, wenn es auch mit der Maschine geht? So, auf geht's. So, mir ist es jetzt gefährlich, das Ganze mit der Hand zu halten. Deshalb werde ich das Ganze festspannen. Würde ich euch auch empfehlen. Außer ihr macht es dann halt doch mit der Handsäge, das Ganze. Aber ich werde das Ganze jetzt hier festspannen. Kontrollieren. Jawohl. Passt und auf geht's. Jetzt spannen wir das Ganze um.
Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Ganze zusammengeklebt habe. Wenn ihr natürlich ein dickeres Holzstück habt, habe ich nicht gehabt, dann könnt ihr auch das dicke nehmen und natürlich in der Mitte auseinandersägen. Das funktioniert ganz genauso, aber ich hatte da keine dicken, deshalb habe ich es zusammengeklebt. Jetzt wisst ihr den Grund. So, jetzt könnt ihr das natürlich auch umdrehen auf der Kappengärungssäge, neu spannen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich werde das jetzt einfach nochmal per Hand einfach nochmal nachsägen, dass wir diesen kleinen Schnitt hier noch rausbekommen. Perfekt. So, jetzt haben wir einen kleinen Schönheitsfehler drin. Natürlich ist es passiert, indem ich so schön langsam hingesägt habe, um auf diesen Strich zu kommen mit der Kappengärungssäge. Und wenn man natürlich so langsam sägt, dann wird es natürlich verbrannt. Aber es macht nichts, ist ein kleiner Schönheitsfehler. So, jetzt verlängern wir nochmal diese kleine Kante, die verlängern wir nach unten. Die brauchen wir nämlich gleich nochmal. Und jetzt setzen wir exakt an und ziehen den Strich jetzt einfach mal runter. So. Und jetzt machen wir das Ganze auseinander. Ich hoffe, ich kriege es noch auseinander. Nein, dieses beidseitige Klebeband macht mich verrückt. Na super. Leute, nehmt es nicht zu gut, das Klebeband. Shit. Willst du mich verarschen? Das geht nicht mehr auseinander. Da brauche ich jetzt mal einen kleinen Schraubenzieher. Nur nichts kaputt machen. Oh Gott, was ist das für ein gutes Klebeband? Sakramente. Krass. Aber jetzt haben wir es ja Gott sei Dank geschafft. Leute, achtet drauf, dass dieser Strich absolut im 90-Grad-Winkel ist, sonst stimmt das später alles nicht. So, jetzt nehmt ihr euer Lineal oder Stahllineal, das ist jetzt hier 30 mm breit und 300 mm lang. Und 1,1 mm stark. Ich werde euch natürlich unten was verlinken. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr das Ganze jetzt wirklich im 90-Grad-Winkel ansetzt. Da könnt ihr auch dann eure Millimeteranzeige nehmen, dort und dort, dass es dann passt. Und dann zeichnet ihr einfach mal euer Lineal an. Oh Mann, jetzt hat es mir doch glatt die Aufnahme zerschossen. Aber ich erkläre es euch nochmal. Ich habe es nämlich schon gemacht. Das ist bloß ein anderes Teil. So, also, wir haben das jetzt angezeichnet und jetzt müssen wir unseren passenden Fräse nehmen. Denn wir müssen ja praktisch das Ganze hier reinfräsen. Achtet drauf, dass es wirklich super parallel hier einfach ist. Dass dieses Stahllineal einfach richtig sauber laufen kann. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und nehmt genau diese Tiefe und fräst da ja nicht zu viel raus, damit es dann nicht, ich sage jetzt mal, so hin und her wackelt. Also, sauber arbeiten und lieber ein bisschen weniger fräsen und wieder lieber ein bisschen nachfräsen, dass es auch sauber reinpasst. Also gehen wir an die Fräse. So, Fräse ist jetzt auf 1,1 mm eingestellt und jetzt müssen wir nochmal kontrollieren, genau am Strich. Bitte, natürlich muss ich das auf zweimal machen. So einen breiten Fräser habe ich jetzt nicht von 30 mm, deshalb auf zweimal. Aber bitte achtet drauf, macht's auf jeden Fall nicht zu viel, arbeitet euch langsam lieber hin. So, da fehlt jetzt noch ein Stückchen, aber lieber so als andersrum, also nochmal nachstellen. So, noch ein Test. Oh, perfekt. Da wackelt gar nichts mehr. Perfekt. So, das wollen wir natürlich jetzt erstmal testen, bevor wir weitermachen, ob das überhaupt 90 Grad sind. Ich halte das Ganze jetzt mal zusammen mit der Hand. Jetzt schauen wir mal. Absolut perfekte 90 Grad, also wir haben echt sauber gearbeitet. So wollen wir es haben. Jetzt können wir weitermachen. Übrigens, hallo, ich mit Brille, gell? Ungewohntes Bild. Weiter geht's, und zwar müssen wir das Ganze ja praktisch nachher miteinander verbinden und wollen dann das Lineal natürlich festzwingen. Jetzt habe ich ein Problem, ist ja wohl klar, dass man das nicht da hat. Das ist nur eine M8, das ist eine M4 und ich will eigentlich eine M6 haben. So. Das habe ich mir natürlich so einen selber gemacht, der schaut jetzt vielleicht nicht so schön aus, der Knoppel hier. Ich zeige euch mal in einem Video, wie ihr sowas selber machen könnt. Für ein paar Cent im Endeffekt nur. Werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung oder dort oben in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. So, jetzt werden wir da mit dem M6 erstmal vorbohren und dann werden wir mit dem M10 aufbohren, mit dem 10er Bohrer aufbohren, um dann das Ganze
mit dem hier zum Versenken, da müssen wir nicht mit der Mutter rein. Wir wollen ja auch das Ganze dann praktisch festziehen. Falscher Knopf. Festziehen, damit das Lineal dann hält. So, deshalb müssen wir hier die Mutter einlassen. Und das mache ich mit diesem Teil hier. Dieses Teil hier, da habe ich auch schon mal ein cooles Video drüber gemacht. Funktioniert echt top. Und das könnt ihr auch nochmal nachbauen. Werde ich euch natürlich auch nochmal verlinken. Also ihr merkt schon, da gibt es so viele Videos auf dem Kanal. Wahnsinn. So, jetzt bauen wir erstmal da ein Loch. Und jetzt kommt der Trick dabei. Dieses Teil hier, wie gesagt, werde ich euch verlinken. Das ist richtig schön scharf hier, um die Form der Mutter nachzubilden. Das ist ja praktisch so ein Abstandshalter, der genau diese Größe hat. Das zentriert sich jetzt automatisch in unserem M6er-Loch. Jetzt brauche ich das Ganze nur noch hier drauflegen und mit dem Hammer draufschlagen. Schön gerade halten natürlich und mit dem Hammer draufschlagen. So, das passt. Müssen wir natürlich wieder rauskriegen. Prima. Und jetzt habe ich eine richtig schöne, richtig tolle Form. Natürlich sind da noch ein paar Reste drin, die könnt ihr mit dem Stemmeisen oder mit dem, ja klar, könnt ihr das einfach mal ein bisschen raustun. Und schon habt ihr die perfekte Passform für die Mutter. Also ist echt, also ich finde es ein echt Top-Tipp. Ich kann heute nicht mal reden, Wahnsinn. Wie findet ihr diesen Tipp? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So schaut das Ganze nämlich dann aus. Perfekt. Ja, noch ein bisschen sauberer könnte man es machen. Und jetzt passt die Mutter dort perfekt rein. Jetzt nehme ich eine Schraube um die Mutter drauf und werde dann aber trotzdem noch mit Sekundenkleber das Ganze reinkleben, damit es auch wirklich perfekt hält. Kann ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken mit diesem Aktivator. Ist richtig cool. Das braucht eigentlich im Endeffekt jeder in der Werkstatt. So 1, 2, 3 Tropfen drauf und dann werden wir das Ganze reinballern. Andersrum natürlich. Drehen wir rein, somit wird das Lineal praktisch fixiert. Zusätzlich fixieren wir das Ganze, wenn man das nämlich aufdreht, dass das Lineal nicht gleich rausflutscht. Hier einen Diadem-Magneten machen wir da noch rein, den kleben wir jetzt auch da rein mit Sekundenkleber, ist eine 10 mm Bohrung. Werde ich jetzt mal einlassen, das Ganze, kleben wir noch rein und dann werden wir die beiden verbinden. Das heißt, so wird das Ganze dann zusammengehören. Der schaut echt hässlich aus mit den Brandspuren. Egal, muss funktionieren. So, aufklappen, anzeichnen, hier anzeichnen, bohren, einkleben, fertig. Jetzt ist der drin. Jetzt müssen wir einfach das Ganze nur noch verleimen. Ich werde es verleimen und mit Sekundenkleber gleichzeitig machen. Dann hält es auf jeden Fall besser. Also ich werde da einfach mal außen rum leimen und werde zwischendrin, oh da natürlich nicht, das ist ja wohl logisch. Und ja, wo ist mal zum Abwischen? Hier. So. Lass mal das sauber machen wieder. Und zwischendrin werden wir jetzt mal ein paar Kleckse Sekundenkleber machen, damit es einfach schneller geht. Was ist denn heute für ein Tag schon wieder? Also Wahnsinn, jetzt habe ich schon wieder eine Aufnahme versaut. Leute, was habt ihr verpasst? Eigentlich nicht viel. Ich habe das Ganze zusammengeklebt, habt ihr ja gerade noch gesehen. Und dann habe ich es noch ein bisschen geschliffen hier. Ihr seht, diese Brandspuren haben mich doch noch ein bisschen genervt. Deshalb habe ich das mit diesem Klotz hier. Übrigens, da gibt es auch ein cooles Video drüber, wie ich dieses Ding da baue. Kann ich euch auch noch verlinken. Und habe es natürlich jetzt ein bisschen abgeschliffen, damit es hier ein bisschen sauberer ist. Also schaut besser aus. Perfekt. Wir sind eigentlich so gut wie fast fertig. Aber mir ist da noch eine richtig gute Idee gekommen. Bevor ich euch die Idee sage, möchte ich nochmal das Ganze probieren. Also Lineal einfach reinstecken, zack. Und ihr merkt, das ist jetzt hier aufgedreht. Und ich kann das jetzt ein bisschen schwerläufig, kann ich das Ganze ein bisschen verschieben. Das ist ganz gut so. Ihr seht, es hält durch dieses Magnet, hält es automatisch. Das heißt, ich kann es genau hier schön, auch zum Anreißen, kann ich es genau hier schön einstellen mit dem Magneten, ohne dass es jetzt verrutscht, seht ihr es. Und ich kann das jetzt einfach festdrehen und schon ist es perfekt. Jetzt haben wir zwei Funktionen. Wir können hier mit anreißen. Das ist super und wir können Mittenfinder können wir hier machen und anzeichnen. Wir werden es gleich nochmal alles probieren,
Aber ich habe noch eine andere Idee und zwar bin ich da drauf gekommen mit diesem Teil hier. Ihr seht, dieses Teil ist auch ein Anreißer. Der kann man jetzt 90 Grad und 45 Grad anreißen. So, warum machen wir hier nicht einfach nochmal einen 45 Grad Schnitt hin und zwar von der Ecke hier einfach rüber, dass wir so einen kleinen, eine Ecke haben, wo wir 45 Grad messen können. Also machen wir das auch noch, dann haben wir 3 Funktionen in einem Gerät. Top, oder? Jetzt haben wir hier einen 45 Grad Schnitt. Ihr könnt sie natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen größer machen, wenn ihr das öfters braucht. Mir reicht es auf der Seite. Ihr müsst bloß achten, dass ihr nicht ins Lineal reinschneidet, dass da noch ein bisschen Luft steht. So, jetzt machen wir das natürlich noch ein bisschen schön mit dem Holzwachsbalsam. Und ja, werde ich euch natürlich unten auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Ist das, was ich immer nehme. So. So, unser Gerät ist fertig, unser 3 in 1. Und natürlich, Leute, ihr könnt es natürlich bauen, so groß ihr wollt. Ihr müsst es nicht so groß bauen, ihr könnt es auch kleiner bauen. Eure Wunschgröße, ganz klar. So, jetzt wollen wir es natürlich mal probieren. Ich kann es jetzt, es wackelt ja nicht, es ist offen. Ich kann es jetzt ganz normal verschieben, durch das Magnet hält es echt gut. Ich kann es festdrehen, kann dann jetzt praktisch hier anreißen, zack, anlegen, anreißen, wo ich will. Überhaupt kein Stress. Und das Tolle ist natürlich jetzt, einfach kann ich genauso auch meine 45 Grad anlegen hier und dann meine Striche ziehen oder anreißen oder was auch immer. Überhaupt kein Stress. Und das richtig Coole ist, ich drehe das Ganze um, kann natürlich das Lineal auch umdrehen wieder und kann dann einfach hier zum Beispiel meine Mitte anzeichnen an diesem Rundstab. Zack, einmal drehen, zack, nochmal drehen, machen wir es auf 3 Mal. Das haben wir auf der sicheren Seite. Und schon haben wir unsere Mitte hier auf dem Rundstab angezeichnet. Ich finde es eine richtig coole Lösung und vor allem wir haben hier absolut 3 in 1 und das Ganze ist auch noch selber gebaut, hat uns jetzt so gut wie nichts gekostet, außer vielleicht das Lineal und das war's. Top! Und genau solche kleinen Projekte, die mag ich persönlich extrem gerne. Wenig Material, Restholz, schnell gebaut und für später echt nützlich. Vor allem, weil man hier gleich 3 Funktionen in einem Werkzeug hat, finde ich richtig cool. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie euch sowas gefällt oder ob ihr sowas vielleicht euch nachbauen würdet oder was ihr da für Werkzeug schon habt. Für diejenigen, die natürlich sagen, ja, was für ein Bullshit dieses Ding hier. Alles in Ordnung, dafür habe ich ja euch diese Sachen, solche Anreißteile und hier den Mittenfinder und so weiter. Das habe ich euch natürlich unten alles in der Videobeschreibung nochmal zusätzlich verlinkt. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Hypt dieses Video auch noch, das würde mich auch nochmal freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gefälligst hier mal und würde mich auch darüber freuen. Damit unterstützt ihr Gipfelholz und ich würde sagen, schöne 3 in 1 Kombi Werkzeuggrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.